Ich will heute mal drüber sprechen, was es bedeutet, eine Blase platzen zu lassen. Ich war in einer Situation vor einigen Monaten, wo ich einen Konflikt hatte mit einem Mitarbeiter. Und er lebte in einer anderen Stadt. Wir waren aber zusammen bei einer Konferenz, hatten ein Gespräch und hatten auf eine Situation sehr unterschiedliche Perspektiven. Und wir sind nicht einig geworden über das Thema. Normalerweise sind wir 1-2 Mal pro Monat telefonisch in Kontakt, tauschen uns über das, was wir machen. Und in den nächsten 3 Monaten hatten wir keinen Kontakt. Er hat nicht angerufen, ich habe nicht angerufen. Ich habe auch nicht so viel darüber nachgedacht. Aber als wir dann wieder uns später getroffen haben bei einer anderen Veranstaltung in einer anderen Stadt, habe ich gemerkt, dass ich mich ihm gegenüber sehr unsicher fühle. Dann habe ich einen Freund, der ihn auch gut kennt, der uns beide gut kennt, einfach mal gebeten, ein kurzes Gespräch, und habe ihm die Situation geschildert, habe ihn gefragt, was er darüber denkt, und hatte eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, dass er in Bezug auf diesen Konflikt irgendwie Stellung bezieht. Alles nicht so gut von meiner Herangehensweise her. Aber er hat was Gutes gesagt. Er hat gesagt, ich glaube, du musst hier einfach mal eine Blase platzen lassen. Und das habe ich dann versucht, und ich bin auf ihn zugegangen. Ich habe gesagt, hast du ein paar Minuten Zeit? Ich würde gerne was mit dir besprechen. Er hat sofort aus seiner Reaktion gemerkt, dass er sich auch unsicher fühlt. Und dann hat er gesagt, okay, lass uns mal sprechen. Und dann habe ich ihm beschrieben, also wie ich die Situation wahrgenommen habe, dass wir da einen Konflikt hatten, dass wir seit einigen Monaten nicht miteinander gesprochen haben und dass ich spüre, dass ich einfach jetzt sehr unsicher bin ihm gegenüber und dass ich das nicht so will, dass ich mir wünsche, dass wir weiter bereichernde, gute Gespräche haben können, gut im Austausch sein können. Dann hat sich daraus ein sehr gutes Gespräch ergeben. Und wir sind trotzdem inhaltlich jetzt nicht bei diesem Bezug auf den Konflikt gelandet, aber beziehungsmäßig sind wir wieder miteinander verbunden und tauschen uns regelmäßig miteinander aus. Ich kann euch nur ermutigen, darüber nachzudenken. Gibt es Blasen, die ich mal platzen lassen muss in Beziehungen, die vielleicht schon seit längerer Zeit da sind? Auf der Arbeit, in der Familie, zwischen Freunden? Was bedeutet es, eine Blase platzen zu lassen? Ich habe für mich verschiedene Punkte festgehalten, die ich gelernt habe daraus. Erstens, ein Gespräch zu initiieren, initiativ zu sein. Und das kann einfach anfangen mit einem ersten Satz, der so das Eis bricht und indem man sagt, hey, hast du ein paar Minuten Zeit, ich würde mal gerne mit dir reden. Zu beschreiben, so und so habe ich das gesehen, so habe ich das erlebt, ohne jetzt zu urteilen oder zu beurteilen. Und dann drittens, mich verletzlich zu machen. Ein ganz wichtiger Punkt, einfach zu sagen, ich fühle mich unsicher. Und ich wünsche mir, dass diese Unsicherheit nicht zwischen uns ist. Auch diesen Wunsch zum Ausdruck zu bringen nach einer Veränderung in der Beziehung. Und dann zu fragen, was denkst du darüber, wie geht es dir damit? Und schon haben wir ein Gespräch und schon kann sich vieles Gutes daraus entwickeln. Das funktioniert nicht immer, aber häufig. Blasen platzen zu lassen ist nicht so schwierig. Versuch mal heute oder morgen eine Blase platzen zu lassen und guck mal, was passiert.